Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen elektrischen Kugelhahn vorstellen. Das neue Modell ist vor kurzem erschienen. Es ähnelt sehr diesem Modell hier. Ich habe schon einmal eine Rezension dazu gemacht, den Link dazu werde ich in der Beschreibung. Von weitem betrachtet sehen sie gleich aus. Aber innen sind sie unterschiedlich. Die Griffe unterscheiden sich und auch der Anschluss des Hahns an den Antrieb ist anders. Der Hahn wird mit einer Spannung von 220 Volt, 50 Hertz gesteuert. Wir haben einen dreidrahtigen Anschluss. Das gelbe Kabel ist der Nullleiter und es gibt zwei Phasen. Eine zum Öffnen, die andere zum Schließen. Jetzt werden wir ausprobieren, welche davon, ich erinnere mich nicht. Die Hähne sind mit verschiedenen Gewindedurchmessern erhältlich. Von einem halben Zoll, ein Dreiviertel Zoll DN20, einem Zoll DN25 und vielleicht gibt es auch größere. Ich denke, man kann auch größere Größen finden. Das hier ist DN20, ich habe zwei identische genommen, wir werden sie anschließen und vergleichen, wie sie funktionieren. Der Anschluss des Hahnantriebs unterscheidet sich dadurch, dass hier bereits diese metallische Befestigung vorhanden ist. Dieser Teil besteht aus einer Legierung, wahrscheinlich Aluminium oder Duraluminium und geht nach innen. In der vorherigen Version war der Anschluss aus Kunststoff. Das heißt, dieses Teil mit den Nuten, auf das der Hahn aufgesetzt wird, ist aus Kunststoff und ist zusammen mit dem Gehäuse gegossen. Hier wurde es separat gefertigt. Das Gehäuse wird einfach innen befestigt. Diese Führung ist aus Metall. Und die Welle im Inneren ist ebenfalls aus Metall, die die Kugel dreht. Die hier auch aus Metall ist. Im Gegensatz dazu war sie in der vorherigen Version aus Kunststoff. Und die manuelle Steuerung unterscheidet sich bei diesem Modell. Hier musste man, um zu drehen, zu öffnen oder zu schließen, den Griff drücken und dann drehen. Beim Drücken löst sich ein Zahnrad und dann dreht sich der Griff frei. Hier haben sie einen zusätzlichen Hebel gemacht. Und wenn der Hebel horizontal steht, dann dreht sich der Griff. Nicht, weil diese Achse mit dem Getriebe verbunden ist. Wenn man den Griff nach oben hebt, hier heben wir ihn an, dann dreht er sich. Das heißt, der Antrieb wird mit Hilfe dieses Griffs getrennt. Wenn Sie ihn in der oberen Position gelassen haben, dann dreht der Motor den Hahn selbst nicht. Horizontal gestellt, ist der Antrieb verbunden. Und lassen Sie uns sie anschließen und vergleichen, wie sie funktionieren, weil die Motoren im Inneren unterschiedlich sind. Ich habe ihn an einen Fernschalter angeschlossen. Mit Taste A öffnet sich der Hahn, er hat sich geöffnet. Mit Taste B schließt er sich. Und zeitlich arbeitet er viel schneller als das vorherige Modell. Hier stoppen wir die Zeit. Und jetzt vergleichen wir mit dem Vorgängermodell. Wenn dieser Hebel in der oberen Position belassen wird, dreht sich der Motor einfach weiter und schaltet sich nie aus, da die Entschalter an dieser Welle zusammen mit einer Kugel sitzen und den Motor abschalten. Wenn wir den Griff in der oberen Position lassen, dreht sich der Motor ständig und schaltet sich nicht ab. Das heißt, er schaltet sich aus, wenn Sie ihn manuell drehen und der Entschalter das Relais umschaltet. Ich habe einen Wasserhahn zerlegt, um zu zeigen, wie er innen aufgebaut ist. Hier sind 4 Schrauben. Diese werden gelöst. Dieser obere Griff wird abgenommen. Er lässt sich schwer abnehmen, da er zusätzlich mit Kleber befestigt wird, damit er nicht herunterfällt. Und der Deckel wird so nach oben abgenommen. Hier befindet sich die Steuerplatine. Hier sind 2 Entschalter. Die Welle, wenn sie die Endpositionen erreicht, drückt auf die Knöpfe. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und schaltet den Motor ab. Er hört auf sich zu drehen. 2 Relais, ein 220 Volt Transformator. Hier haben wir einen Niedervoltmotor, einen kleinen, der unter der Platine sitzt.
Alle Zahnräder im Getriebe sind aus Metall. Aber ich werde es nicht weiter zerlegen, denn wenn dieser Deckel abgeschraubt wird, zerfällt das Getriebe, die Zahnräder fallen heraus. Aber sie sind alle aus Metall und geschmiert. Dieser Hebel hebt das Zahnrad an. Das heißt, es ist auf einer Achse befestigt und federbelastet. Wenn Sie den Hebel nach oben heben, hebt sich das Zahnrad und trennt sich vom Motor. So ist dieses Modell des Hahns aufgebaut. Einen Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss zusammen.